Für mich ist es am Ende die Champions League der U19. Es ist immer was Besonderes, in der Youth League zu spielen. Football is like instinct. In der Youth League spielst du schon immer gegen die besten Talente eigentlich. Einer der größten Bewerbe, die es halt in unserem Alter gibt, und wenn nicht sogar der größte. Und wir sind keine Mannschaft, die dann nach einem 3-0 aufhört, Fußball zu spielen, sondern wir gehen immer fürs Nächste. Die Pause war jetzt lang genug. Willkommen zurück zu Fußball auf höchster Ebene. Kommen auf einmal Jungs zusammen, die sie kennen, aber eigentlich noch nichts miteinander zu tun gehabt haben. Da haben wir schon einen riesen Wert drauf gelegt, dass wir die Jungs da unterstützen. Du kannst es ja nicht allein lenken, aber wir wollten ein paar Dinge natürlich vorantreiben. Und natürlich dann auch die gemeinsame Spielidee, die dann vielleicht einfach in Feinheiten noch mal ein bisschen anders wird als voriges Jahr. Es hat sich natürlich in der Mannschaft wieder viel verändert, viele Abgänge. Viele neue Spieler, die auch zum ersten Mal in der Youth League sind. Ich finde, dass wir eigentlich mittlerweile als Mannschaft richtig gut schon harmonieren. Ich habe mich echt drauf gefreut, weil ja die ganzen Jungs, die dann wieder dazukommen sind, schon eigentlich seit auf 15 kennen. Und ja, ich habe mich richtig gefreut, mit denen wieder zum Fußball zu spielen und am Nebenplatz wieder mehr zu tun. Ich denke vor allem auch neben den Spielen an sich ist es so dieses ganze Drumherum, was sie einfach einmal kennenlernen. UEFA, großes Drumherum natürlich, nochmal mehr Aufmerksamkeit einfach auch, als jetzt vielleicht auch beim einen oder anderen Liga-2-Spiel. Das sind alles Erfahrungen, die bei den Jungs einfach hängen bleiben. Es hat ja dann auch einige in den letzten Jahren gegeben, die mit in der Youth League waren und wirklich jetzt selber auch am Platz stehen in der Champions League. Und ich glaube, da kriegen die Jungs auch ein richtig gutes Gefühl. Dreimal, offensiv, defensiv, rechte Seite. Nach vorne, so weit wie möglich. Was uns aber die Jungs jetzt dann auf den Trainingsplatz geben, und das ist für uns im Trainerteam so mit das Wichtigste, ist einfach richtig gute Leistungen in der kompletten Breite des Kaders, und dementsprechend in 2 Bewerbe machen es uns die Jungs wirklich alle 3-4 Tage richtig schwer, wo wir lang diskutieren, wo schwere Entscheidungen sind, wo man natürlich den Jungs auch einmal Enttäuschungen entgegenbringen muss mit den Nachrichten. Und es hat einfach damit zu tun, dass wir ganz, ganz viele interessante Jungs im Moment auf dem Platz haben, und ja, da kann im Moment jeder auch in der Startelf stehen. Natürlich will jeder die Youth League gewinnen, und das ist immer das große Ziel am Anfang der Saison, weil sonst ja, braucht man im Bewerb ja nicht spielen, wenn man nicht gewinnen will. Wenn man da Paris Saint-Germain anschaut, Leverkusen anschaut, also wir haben schon ein richtig gutes Programm, und da geht es natürlich, die beste Performance abzuliefern.
Ja, generell haben wir eher eine sehr kurze Vorbereitungszeit, weil wir eben im Liga-Alltag sehr eingespannt sind. Und deswegen hatten wir dann wirklich nur 2-3 Tage plus die Anreise dann noch. Jungs machen coole Schritte und du darfst dann trotzdem auch, wie wir das auch aus den letzten Jahren gewohnt sind, nicht vom Beginn weg erwarten, dass du jedes Spiel gewinnst, weil du manchmal einfach auch Lehrgeld zahlst, das ist so. Aber die Schritte sind ordentlich und dazu etablieren sich auch die Jungs, die schon länger beim FC Liefering sind, einfach als richtig gute Unterstützer für die jungen Spieler. Also diese Hierarchie innerhalb der Mannschaft kommt jetzt immer mehr ins Fließen. Und das waren so mal die Schritte, die wir gehen haben müssen bis zum heutigen Tag. Die Trainingseinheiten waren gut, die Reise war ziemlich stressfrei. Von dem her steht eigentlich nichts im Weg, dass wir morgen ein richtig cooles Spiel machen. Vor allem in defensiven Standardsituationen, und da wollen wir uns vielleicht morgen auch sagen, unabhängig von dem Bewerb machen, dann müssen wir uns verbessern. Deswegen hat es so ein kurzes Fragezeichen gegeben. Machen wir eine Standardsitzung heute? 100%. Es gibt natürlich immer Videoanalysen, wo wir den Gegner analysieren. Schauen, wie die spielen, wie die attackieren, wie die verteidigen. Aber in erster Linie ist trotzdem halt unser Spiel, das, was wir durchziehen möchten, das Wichtigste. In den 2 Trainings konnten wir dann nur sehr wenig durchspielen. Deswegen ist es sehr wichtig für uns auch, die Analysen mitzunehmen und da sehr viel herauszugewinnen. Hast du die 2 schon begeben? Das Geld 23. Prag ist eine Mannschaft, die sehr robust auftritt, ja, eine klare Idee verfolgt, die sehr, sehr ähnlich ist wie die von den Profis. Jungs, die zu 5, 6, 7 Spieler in der Startformation, die schon in der 2. Mannschaft spielen, sprich in der 2. tschechischen Liga, die sind Erwachsenenfußball gewohnt. Dementsprechend ist das für mich eine Mannschaft, die neben ihren fußballischen Qualitäten einfach auch was Erwachsenes mit reinbringt. Auf das können wir auf jeden Fall einmal von Prag erwarten. Die Pause war jetzt lang genug. Willkommen zurück zu Fußball auf höchster Ebene. Wir haben einen klaren Matchplan gekriegt und mit dem sind wir auch gut reinkommen. Viele Bälle in die Tiefe, weil wir halt auch schnelle Spitzen vorne gehabt haben und die uns halt auch den Raum gegeben haben. Und so haben wir auch gleich ein Tor geschossen. Ist ein Tick zu weit, wollte ich sagen, aber nicht für Baidu. Der ist wahnsinnig schnell und dann ist das 1:0 nach 7 Spielminuten und es ist Kenneth Tijiri. Vor allem in der ersten Halbzeit die Klarheit, die wir gehabt haben, dass wir gar keine Chancen zugelassen haben und eigentlich offensiv viel mehr Aktionen gehabt haben. In der 2. Halbzeit sind immer wieder kleine Fehler passiert, die dann den Gegner stark gemacht haben. Und jetzt wieder die Tschechen und wieder Hamsic und dann ist er irgendwie drinnen. Und der Treffer zählt und diesmal macht er ihn. Wo wir aber mit dem 2. Tor zurückschlagen konnten. Wieder Bendra. Geht in das 1-gegen-1, legt ab. Und dann ein Traumschuss! Marc Strienig! Ja, ein unbeschreibliches Gefühl, in der Youth League im ersten Spiel direkt einen Treffer zu erzielen und dann auch noch so einen. Also ist mir nicht allzu oft gelungen bis jetzt. Dieser Anfang stand jetzt gut aus mit seiner 2:1-Führung, aber so wie die Tschechen aktuell auftreten, wird das noch eine lange halbe Stunde. Es sei denn, der Zehner des Vertrauens macht's eiskalt wieder ins Kreuzeck. Das so wichtige 3:1 durch Seteniano in der 64. Spielminute. Du hast schon gegen Prag dann auch gesehen, dass wir einen Gegner, den wir eigentlich wirklich gut unter Kontrolle gehabt haben, wo wir dann auch 3:1 führen, wo eigentlich so ein Stück weit die Frage der Zeit war, wann schießt denn jetzt das 4.
wo du dann einen Gegner sehr, sehr leichtsinnig wieder zurückholst. Und trotzdem gilt es aufzupassen. Und zwar sehr aufzupassen. Wieder die Tschechen gefährlich vom Tor und mit dem erneuten Anschlusstreffer. Ja, und dann ist so das Momentum eigentlich wieder beim Gegner. Da muss 10, 15 Minuten wirklich aushalten. Das sind so die Sachen, wo wir uns einfach noch total entwickeln können. Waren dann froh, wo der Schiedsrichter abgepfiffen hat und wir den ersten Sieg einfahren konnten. Es war schon eine große Erleichterung, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil das erste Spiel in der Youth League zu gewinnen, mit 3 Punkten reinzustarten, ist einfach das Beste. Definitiv ein guter Start für uns, ganz klar. Ich habe das schon öfter gesagt, ich glaube, dass speziell auch das Spiel in Prag ein richtig guter Schritt war, weil ich Prag sehr, sehr gut einschätze. Eine Mannschaft, die auch einige Jungs hat, die dort schon in der 2. Liga, sprich im Erwachsenenfußball unterwegs sind, das hat man auch gemerkt. Dort 3 Punkte mitzunehmen, war erst ein richtig guter Schritt. Ein paar Unbekannte hast du natürlich wie Brest, ja, und dann befasst die nach und nach mit den jeweiligen Mannschaften. Aber wir schauen jetzt auch noch nicht auf Spiel 6, sondern haben das so Step by Step gemacht. Zwei Sachen von mir vorweg. Erste Sache ist, ich will da aufgreifen, was ich da schon gestern mitgegeben habe. Viele sind schon gewohnt aus den letzten Jahren, die schon Youth League unterwegs waren. Du hast in diesen englischen Runden relativ wenig Zeit zum Trainieren. Ja, es ist eher vor allem die Jungs, die halt mehr spielen, mehr regenerieren statt trainieren. Und umso wichtiger sind am Ende dann immer wieder auch Sitzungen. Am Ende ist es nichts anderes wie ein Trockentraining für euch, ja, weil ihr euch körperlich einfach so frisch wie möglich halten wollt. Ablauf schaut dann so aus, dass wir euch den Gegner heute vorstellen. In dem Fall Yuki gegen einen Ball. Gleichzeitig auch, was unsere Lösungen dazu sind und Schobo dann mit dem Ball, aus unserer Sicht gesehen. In den Trainings davor haben wir dann kurz zum Beispiel gegen Stade Brest durchgespielt, wie wir es machen wollen im Spiel, damit es auch in die Köpfe verankert ist und jeder dieselbe Idee hat, dieselbe Spielidee. Aber ja, in erster Linie ist wichtig, dass wir trotzdem unser Spiel durchziehen, egal wie der Gegner spielt. Haut euch rein, macht ein gutes Abschlusstraining, holt euch vor allem für morgen ein gutes Gefühl. Viel Spaß, let's go! Fußballerisch richtig gute einzelne Spieler. Ich glaube, so eine typisch französische Ausbildung einfach merkst, viel gute Dribbler, viel Spiel- und Gehmomente drinnen. Ich denke, wenn man den Fehler macht und sie Fußball spielen lässt, dann können sie richtig wehtun. Wenn du aber diese gewisse Intensität, diese Robustheit, die sie vielleicht auch in dem Liga-Alltag nicht so gewohnt sind, da entgegenbringt, dann nimmt man in ihre die größte Stärke, ja, und dann kann man dieser richtig guten Ausbildung, die sie genießen, dann super entgegenwirken. Wir haben ein richtig gutes Gefühl aus Prag mitgenommen und so ein Auswärtssieg und Auftaktsieg gibt einem nochmal zusätzlich Selbstvertrauen. Flach mal rein, Richtung Baidoo, der kommt zum Abschluss und das ist das 1:0 durch Philipp Bohunig, der genau richtig steht.
Und wieder hat Edmund Baidu seine Füße im Spiel. Wir sind eigentlich mit der gleichen Zielsetzung ins Spiel gegangen wie auch schon im ersten. Nur, dass wir im Spiel gegen Brest auch schnell mit 2-0 in Führung lagen. Gegen 3, gegen 4, noch immer Baidu. Ganz stark von Edi Baidu. Ablage in den Strafraum. Und dann ist es der zweite Streich. Und das Tor gehört zu 80% Edmund Baidu. I want to help the team with the other players, combine and put the team to the top. Jedes Tor ist für mich ein gutes Gefühl, egal ob in der Youth League oder irgendwo anders, aber natürlich ist es nochmal was Besonderes. Vor allem gleich 2 in so kurzer Zeit zu schießen. Natürlich hätte ich auch noch gerne ein 3. oder ein 4. gemacht, wäre die Chance da gewesen. Im zweiten Spiel war es einfach viele spielerische Lösungen zu finden, den Ballbesitz und die vielen Aktionen nach vorne, die wir gehabt haben, gut zu Ende spielen. Ganz unglücklich die Hände im Spiel und dann die Möglichkeit auf den 3. Streich. Kann er gleichstellen. Und wie auch noch. Sauber Fuß. Seteniano mit dem Elfmeter direkt ins Kreuzeck. Den kann man nicht halten, egal wie groß man ist. Und auch heuer klappt der Auftakt bisher hin sehr gut. Sulzbacher binkt ihn rein und bringt ihn wundervoll rein. Und dann krönt er seine Leistung. Edmund Baidu mit dem 4. Treffer. Yeah, you know, before the goal, I heard the coach telling me go to last post. So I was just going there, and then the ball came to meet me, and I just put it in. So it's it was so easy. Ja, dass er überragender Spieler ist, haben wir alle gewusst. Sulzbacher mit der Ecke. Zweiter Ball. Und der ist gut! Der ist nicht gut, der ist perfekt. Julian Husau macht den Deckel drauf. Das 5:0. Eine Viertelstunde vor Schluss und so kann man mal abziehen. Gibt es den Ehrentreffer oder die weiße Weste? Oh, da ist er noch dran. Aber der ist dann auch einfach gut geschossen von Noah Gero zum 5:1 Ehrentreffer. Jetzt 5-1 gegen Brest, aber jetzt dürfen wir nicht abschalten, sondern einfach weiter Gas geben. Vor allem die Energie in den beiden Spielen. Man merkt da, dass die Jungs einfach richtig Bock auf diesen Bewerb haben und bin auch davon überzeugt, dass wir das natürlich weiterfahren werden, weil das dann schon, das merkst du einfach, ist schon besonders für die Jungs. Jetzt nach dem 2. Spieltag mit 2 Siegen dazustehen, das gibt natürlich ein gutes Gefühl. Sicher wollen wir so weit kommen wie möglich und wir wissen auch, was für Qualitäten wir haben als Team und wir wissen schon, dass wir weit schaffen können. Dynamo ist auch eine Mannschaft, die sehr gute Einzelspieler auch immer wieder hat. Und da geht es natürlich für uns als Team dagegen zu halten und dann wieder versuchen, das Spiel zu gewinnen und wieder eine gute Leistung auf den Platz zu kriegen.